Dies ist der Mautic-Cast. Alles über Open Source Marketing Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Eki Gümbel. Hey, endlich mal wieder eine Mautic-Cast-Folge. Thomas, lang nicht gesehen. Hey. Ja, und das auch noch jetzt in der Sonne. Crazy, hey, es wird Sommer. Zumindest scheinen sie mir in den Rücken. Ich sag nichts mehr dazu. Okay. War eine Vorlage, ne? Nee, ich gehe nicht drauf ein. Dafür haben wir viel zu guten Stoff heute, und zwar das Interview, eine der verrücktesten Anwendungen mit Mautic, die ich bisher gesehen habe. Und ich finde es ja cool. Es gibt so viel verrückte Ideen, ab und zu werden sie auch implementiert von einfach abgefahrenen Sachen, die man mit Mautic machen kann. Und in diesem Fall kann man zu Recht sagen, wer hat es erfunden? Ja, wer hat es erfunden? Die Schweizer. Wir haben nämlich unseren Freund Adrian Schimpf im Interview. Ja, und wir verraten einfach nicht mehr. Ich wette, ihr habt sowieso den Titel des Podcasts schon gelesen. Aber bevor wir dahin kommen, sprechen wir über Mautic. Ja, wir müssen ja ein bisschen was nachholen. Mittlerweile gibt es die Mautic Version 4.2.1 und unter anderem ist ein Highlight da nochmal das Thema Marketplace. Genau. Das Ganze wurde ja auf der letzten Mautic Conference auch schon mal vorgestellt, ist jetzt halt in Produktion sozusagen, ist noch nicht so richtig gefüllt, da fehlen also noch diese ganzen Listen und so weiter, das ist alles so ein Next Step. Wenn das soweit richtig einsatztauglich ist, dann machen wir dazu bestimmt auch nochmal ein Interview mit dem Dennis in diesem Fall. Im Moment gibt es schon mal einen Blogpost, den man sich durchlesen kann, um die Hintergründe ein bisschen zu lernen. Und eine Abhängigkeit ist, dass der Marketplace dann auch die Voraussetzung der Composer-Installation mitbringt und erzwingt. Die Möglichkeit haben wir schon eine Weile. Hier wird es dann jetzt zwingend. Auch dazu gibt es einen Blogpost, wie das alles funktioniert, was Composer bedeutet, was man tun kann, ob das böse ist oder nicht. Es ist nicht ganz banal. Es hat halt auch echt Nachteile, aber die Vorteile überwiegen ganz, ganz wesentlich, ja. Und die empfundenen Nachteile, wenn man sich an die gewöhnt hat, dann merkt man sie auch nicht mehr, oder Thomas? Nein, tut überhaupt nicht weh, ganz genau. Und bei Mautic gibt es tatsächlich auch noch einen weiteren Ausblick, ein Roadmap auf der Mautic-Org-Seite. Unter anderem ist es bei 4.3 so, dass Channels da ein Schwerpunktthema wird. Genau, wir haben ja bei jedem kleineren Release immer so ein Fokusthema, wo halt dann die Liebe drauf konzentriert wird. Ne? Letztes Mal war es halt Kampagnen. Hier geht es jetzt um Channels, also E-Mail, Focus-Items, SMS, Twitter oder keine Ahnung. Wir haben ja zum Beispiel auch so als deutschen Channel haben wir noch Postkartenversand. Das ist ja nicht Teil des Core-Produkts, aber cool. Ja, das Beste und wird auch immer wichtiger. Aber davon ab tatsächlich, es gibt immer viele Ideen und in jedem Minor Release ein Schwerpunkt. Hier ist Channels der Schwerpunkt, aber die Roadmap geht ja viel weiter. Hier gibt es 23 rein und da könnt ihr euch schon mal anschauen, was noch so auf uns alle zukommt und vielleicht auch, wo ihr was beisteuern wollt. Ja, genau. Und fast Roadmap, aber eine schöne Überleitung zum nächsten Thema. Im Forum ist jetzt nochmal eine Übersicht über mögliche Features rund um E-Mail- und Landingpage-Bilder veröffentlicht worden. Die Next Steps dazu, ein schönes Schaubild, in dem man einen Überblick bekommt, und wir alle sind eingeladen und aufgefordert, das gerne auch noch zu kommentieren. Ja, der E-Mail-Bilder ist ja noch jung, er ist ja mit 4 erst zu uns gekommen. Jedenfalls ins Mainstream-Release gekommen. Und es gibt immer noch jede Menge Ideen von neuen Templates bis hin zu Plugin-Systemen und so weiter. Und ich glaube, da ist einfach auch noch ganz viel Potenzial für uns selber in unseren Projekten. Es ist auch echt zentral, dieses Ding. Und dann ist jeder Meter, der da verbessert wird, der hilft uns auch enorm. Deswegen finde ich das ein wichtiges Thema. Ja, kommen wir ein bisschen zu den fachlichen Themen. Wir haben zum Beispiel ein How-To diesmal uns rausgesucht zum Thema Geburtstagskampagne, was ja immer mal wieder zum Beispiel auch im Forum diskutiert wird. Ich würde da mal einen Knowledge-Base-Artikel von Dropsolid verlinken, wie man eine personalisierte Geburtstagskampagne richtig macht. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Vorlage, weil das ja so ein typischer Marketingansatz ist für Bestandskunden, mal wieder Hallo zu sagen. Ne? Ja, ganz genau. Schöner Hook, ne? Genau. Und aus dem Forum habe ich mir einen Pull-Request rausgepickt, nämlich, dass man den Export anhand von Rollen beschränken kann.
Ja, mega wichtig, wenn es also um etwas ernsthaftere Kunden geht, die mit GDPR, also DSGVO und so weiter unterwegs sind, dass halt eben nicht jeder Backend-User, der zum Beispiel Benutzer verwalten kann, auch einfach die 150.000 oder 1,5 Millionen Benutzer exportieren kann, sondern dass das im Rahmen der Rollen tatsächlich ein Recht ist, was vergeben oder auch entzogen wird. Also schön, dass es da ist, im Moment noch als PR, also als installierbares Feature, aber in Kürze sicherlich Mainstream-Feature. Dann muss es nur noch genutzt werden, also denkt daran. Gut, dann gibt es so viele neue Sachen. Ein sehr verbreitet oder relativ verbreitetes Ding ist ja ein Backup-Plugin von Gautit, wo man einfach über die Oberfläche ein Backup erstellen kann. Das ist jetzt endlich mal in der neuen Version erschienen. Auch das verlinken wir mal. Thomas, wir haben noch im Bereich Gmail eine wichtige News. Ja, ganz genau. Wer von euch Gmail als Mail-Hub benutzt, also über Gmail Mails verschickt, Google ändert ab 30.05. da was. Da wird man nämlich nicht mehr User und Passwort übergeben können, um sich zu authentifizieren. Damit ist dann ein Mailversand über Gmail nicht mehr so möglich. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob es da schon Bestrebungen gibt, das umzustellen auf OAuth 2 oder was auch immer, auf modernere Verfahren, aber ich würde allen, die im Moment auf Gmail als Versender, also als E-Mail-Service-Provider setzen, dringend raten, da ein Auge drauf zu haben. 30.05. ist quasi um die Ecke. Ja. Und ihr wollt nicht, dass dann auf einmal überraschend nichts mehr geht. Genau. Ja. So, und ganz viel geht, wie angekündigt, in der Schweiz. Der Adrian hat was Lustiges erfunden, soweit ich mich erinnere, aus Eigenbedarf. Aber wir fragen ihn einfach mal selbst. And there we go. Hello, Adrian. Long time no see. How are you doing today? Hello, Eki. Great to be here again. Yeah. Yeah. You've been on the show when we talked about. Oh my God, what did we talk about? I think it was the email builder. Of course it was, yeah. That was a trick question. Of course, you are Mr. Great.js, basically the one who pushed the email builder towards being part of Mautic 4 and then finally taking Mautic to a new level when it comes to email building. But today we want to talk about something different. I assume you're still based in Switzerland and you're still with your company doing Mautic things. Is that about right? Yes, that's true. We're still doing Mautic hosting and plugins. Yeah. But I'm not really. I mean, I'm currently in Switzerland, but we're actually location independent. So sometimes I'm here, and sometimes I'm somewhere else. Yeah. And are there any other well-known names in your company? You mean like employees, like in the community that are known in the community? Yeah. Well, we have a new employee. Her name is Volha, and she is contributing more and more now to the community. Yeah, cool. I don't know, maybe you saw some stuff from her already, but we're happy that she is contributing pull requests, and also on the Fridays we do the testing where she's heavily involved. Yeah, and the open source pull Friday, request testing. Yeah. Excellent. So what is it that we want to talk about today? Well, yeah, there's something that I wanted to talk about, or that I think people should know about more in the Mautic community. It's the Trello plugin. Okay, and that's one thing that you developed, and I would assume that 90% of people have heard about Trello before, but let's start with the other 10% and let's talk about what is Trello in the first place, and then let's talk about why would you want to connect that to Mautic, please. Sure. I mean, we use Trello for a long time now for our task or project management. So basically, it's a very simple Kanban system where you have different lanes and you can say, okay, this is my backlog, this is my to-do list. And then you can share it with your team and you can move the tasks from one lane to the other or from one status to the next. So you have an overview of who is working on what. So it's an online board system which has a free tier that many people use, right? And also paid tiers, I guess, that you're on.
Okay, but what in the world does that have to do with Mautic? Yeah, it all started with when I started with Mautic, I was missing like a sales pipeline. So basically, a way to visualize the stages of my leads, which is usually done in a Kanban-like layout. So you have like one column is all the cold leads, another column is all the hot leads, etc. However you want to build that. And so I realized that Trello is made for that. And so I thought, like, why don't we combine these two tools? And there was also some customer of us who had this wish that he wanted to like work more with the tasks, like that he can create to-dos out of tasks, so that when he has like a follow-up with a customer or somebody, that he can have like a deadline or a due date, like in a month or so, he wants to talk to that customer again. So that's this basic idea that I find most fascinating, but also like a little bit funny. Like, so you're basically using Trello as a sales tool, not a CRM system, but like a sales automation tool or something like that. Is it a fair description? So you're only pushing the hot leads to Trello to start with. Is that right? Yeah, I'm pushing it's all a manual process. So basically, I'm choosing which contact I want to push to Trello. There's like a button on the Mautic contact page. Oh. So it's actually more of so if I had like a talk with somebody and I say, okay, I want to talk to this person again in like a month or something. So I'm entering the talk details or the meeting details in the contact history. And then I'm actually saying, okay, create a card in Trello for this contact. So even Mautic is part of the quote unquote CRM system. And for this task planning and visualization, that's what Trello is good for. And why don't you automate that part? Did it not occur to you, or doesn't it seem to make sense to you? Like, I would expect like there's maybe a score-based action or a campaign action that pushes a certain lead to Trello. Is it does it not make sense? I think it would make sense, yes. I'm like, this whole thing started as like a beta version for me. So I was like, I just wanted to make like a basic connection so that we have like a basic integration from Mautic to Trello. And then I wanted to have users start using it so that we actually can talk about it and have a discussion of what should be the next feature. Oh, very cool. Okay. Yeah, so that was the basic idea. Yeah. The first time I discovered this thing was really a post on LinkedIn that points to your website, I guess. And that is like a sales description of this thing. So is this some plugin or so that you sell, or is it on GitHub? Currently, there are like two plugins. So there's the one from Mautic, which is both of them are actually free to use right now. So the Mautic one is on GitHub, and you can just look for Trello Mautic, I guess you will find it. Yeah. Or we can put it in the show notes, I guess. And the other one is directly included in the Trello marketplace. Oh, okay, cool. So it's called Power Up over at Trello. And if you look for Mautic or Ivy, I'm sure you will find it. Yeah. So I'll definitely put both in the show notes, and I also put the description on your website to the show notes. Is there any other resource that you would point people to, like I don't know, video or something, or maybe something in English?
There is I think we translated the website already. Oh, of course, Connect Mautic with Trello. There it is. Sorry, yeah, I'm looking at it right now. Mm-hmm. Okay, perfect. Yeah, and I think there's also a short video, if I'm not wrong. Video. Oh, there it is. Video unshown. Watch video. Yeah, there we go. Okay, so we have a ton of good resources. Any details you want to talk about? Anything that you specifically love or find very powerful to use? Yeah, we talked now mostly about the Mautic part, but then there's also the Trello part, which I think is very interesting, because when you attach a Mautic URL to Trello, to the Trello attachment, it will recognize that, and it will start pulling in the information. So you will see like the tags and the points, and the last time this person was active. And this can be quite interesting to know, right? So when you're working with your contact, and then you see, that's this person. So it's fetching that in real time through API, or obviously. Yes, exactly. Yeah. Very cool. Normally it's the other way around. In a CRM integration, there is this option to push not only the contact but also the contact history to CRM, but that's also on a like cron based basis, time basis. Well, that's attractive. I would love to see that in an actual CRM system, but it needs its sort of extensibility, of course, that we have with Trello. Cool, good stuff. What else? Well, both of them are quite basic versions. Like they work, they're there. You can use them. But I would really like to talk to users and people about it and see what the next feature can be. So I would really encourage everybody to write me about it if you're using it. And then maybe we can define the roadmap for it, and let's see what's next. And it's already right now. It's really cool. We have we have users from all over the world. The farthest from Mexico. It's really, I think it's really nice to see that. It was a stupid idea of mine that I had on a Sunday morning, and I just wanted to build something and connect these two tools, and now people start using it. You see the graphs going up of the boards that are connected. This is like a really cool thing, and I hope it continues. Absolutely. I love Sunday mornings with those ideas. It's good. Yeah. So what's the best way for people to get in touch with you? You can find me in the Slack or on LinkedIn. I guess that's the easiest. Or just if you're on the website, you can just use the contact form. That's also easy. Yeah, of course. Okay. I'll put everything in the show notes like always. And I'm very, very impressed. I can't wait to try this myself, really. Very good. Yeah. Anything else going on in the Mautic world from you? I mean, as I said, you are basically Mr. Grapes.js. Is there anything moving fast at this point in the builder space, or are there any other places where you are active? Yeah, I'm trying to focus on the builder. I mean, there's so many things you could do, but I always try to restrict myself also a little bit. Yeah. So I'm really trying to improve the builder. I mean, with version 4, we did a good first step. Yeah. But it was a first step. There's still stuff that needs to be done. Yeah. Also some bugs that we need to fix. And I'm dedicating my time mostly to that, to make the builder fully stable and feature complete. Perfect. Focus is a good thing. And I asked you earlier whether you would come to the sprint in Budapest in early May, and you said you wouldn't make it in person, but maybe join remotely. That's too bad. I can't wait to meet once again and I don't know, drink and discuss and all that it is possible on premise. So I sure hope we're going to do that. If not now, then later, maybe in Switzerland.
Yeah, it sounds like a great idea. I mean, now that the borders are more open again, I'm sure we can meet at some point. It would be really great to finally meet in person. Yeah, very cool. Good. Okay, Adrian, thanks for your time. Thanks for your dedication to the Mautic course and all the great stuff that's coming from your direction. Take care. Bye-bye. Thank you. Okay, bye-bye. Tschüss. Ich finde es total spannend, sowas wie Kanban im Sales-Prozess zu sehen. Und die Idee ist ein bisschen verrückt, aber ich finde sie einfach mega, mega cool, muss ich auch sagen. Ja, wir sollten öfter mal so die etwas ausgefallenen Use Cases ein bisschen ins Rampenlicht rücken, weil ich glaube, also es gibt einfach Leute, die nutzen Mautic so von der Workflow-Seite her sehr ausgefallen, also sehr artfremd, sehr kreativ, genau, das war das Wort, das mir fehlte, aber hier sogar noch mit einer Integration dahinter, das ist schon echt... Next Step. Next Step der Craziness. Ja, ganz genau. Ja, aber ihr sprecht ja auch über Budapest und in Budapest ist ja ein Sprint. Genau, auch wenn der Adrian diesmal nicht dabei ist, wie er schon gebeichtet hat, das wird trotzdem eine sehr, sehr coole Geschichte sein. Wir hatten den letzten Sprint ja im Kontext der Mauticon in Belgien, wann war das? Im November, glaube ich, letzten Jahres. Und ein mega, mega Erlebnis. Und der nächste Sprint ist Anfang Mai, 2. bis 4. Mai in Budapest. Und für alle Teams, also von Produkt und Entwicklung über Marketing-Team bis hin Community und Education-Team. Alle Teams treffen sich da. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr Teammitglied seid, seid ihr hoffentlich sowieso dabei. Wenn ihr Lust habt, mal wo reinzuschnuppern oder auch mal unverbindlich nur mal zu gucken, was da passiert oder mal mitzuhelfen, jeder ist da willkommen und jeder kann da direkt mitmachen. Deswegen schaut euch das an. Wir haben einen Blogpost in der Verlinkung und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich zum Beispiel direkt einfach selber fragen. Genau. Aus dem Edu-Team gibt es noch was. Ja, speaking of Education-Team, da ist ja die Teamleiterin, Teamleiterin, die Favour aus Nigeria. Wenn alles gut läuft, ist auch die in Budapest dabei. Da gibt es natürlich immer ein bisschen Visa-Nickeligkeiten mit dem Schengen-Raum. Aber ich bin guter Dinge, dass die dabei ist und der Tobi auch. Und über die Favour, wer mehr wissen möchte, findet da auch gerade meinen Blogpost zu ihr. Es gibt ja diese Community Spotlight-Serie. Da ist die Favour Kelvin diesmal dabei. Ja, auch das verlinkt natürlich. Genau. Und es gab noch weitere Veranstaltungen. Ja, wir konzentrieren uns mal ein bisschen auf die Sprints und so weiter diesmal. Also es gibt ja immer Meetups hier und dort, aber es gab zum einen die Developer Days, die ersten Mautic Developer Days im Windschatten der Drupal Developer Days, Verlinkung wie immer. Und wir haben auch hier im deutschsprachigen Raum mal einen Sprint gemacht. Das war geplant als Veranstaltung mit Ruth vor Ort. Ja, dank eines kleinen Tierchens, das mit C anfängt und sich viral verbreitet, konnte die Ruth leider nicht dabei sein. Wir haben dann quasi einen Online-Sprint gemacht, hatten aus dem deutschsprachigen Raum, nicht nur Deutschland, ein paar Leute dabei, haben uns ein paar Themen rausgepickt und das hat halt auch mal Spaß gemacht, sozusagen einen deutschsprachigen Mautic-Sprint zu machen. Schick. Ja, und dann gibt es ja schon im nächsten Monat auch die Mautic Conference online. Programm ist jetzt live veröffentlicht, könnt ihr euch anschauen, wieder sehr knackige Themen dabei, ein paar deutschsprachige dabei und auch halt die üblichen englischsprachigen Tracks von Verwender bis hin zu Hardcore-Developer oder Infrastrukturbauer, für alle was dabei. Tickets wie immer sehr, sehr günstig zu haben, sollten wir vielleicht auch nochmal verlinken. Wer will, kann übrigens natürlich als Sponsor noch dabei sein oder vielleicht auch als Helfer über den Tag, vielleicht als Moderator oder so, da werden, glaube ich, noch ein paar Leute gesucht, aber insgesamt ist halt auch sehr nett, dass wir diesmal ein großes Organisationsteam haben. Schönen Dank an alle. Ja, super. Und nach der Konferenz ist vor der Konferenz, geplant ist im November die In-Person-Konferenz und wir schauen nach einer Location dafür. Genau, wir haben ja vorhin schon gesagt, in Hasselt, also in Belgien war die 2021er. In diesem Jahr wird sie
denn nichts dazwischen kommt, in einem anderen Kontinent stattfinden. Die soll ja immer wandern in jedem Jahr. Und egal, ob das jetzt USA, oder sagen wir Nordamerika, Südamerika, Mittlerer Osten, Asien ist, ich fahre auch immer gerne nach Australien. Irgendwo wird sie hoffentlich sein und im Moment gibt es gerade halt eine Aufforderung, einfach Location-Vorschläge zu submitten, idealerweise dort, wo auch Leute vor Ort sind. Ne? Also wenn ich mir jetzt Australien wünsche, ist das zwar schön, aber besser ist es, wenn ich in Australien vor Ort bin oder Leute habe, die da mit was organisieren können. Ja, logisch. Ja, und wie gesagt, dieser Aufruf für Location der November-Konferenz ist auch ein Blogpost und der Link da, wo alle anderen Links auch sind. Super. Im Internet. Ja, im Internet, genau. Eckart, haben wir was vergessen? Ach Gottchen. Nee, ich glaube, für heute reicht's. Wir geloben Besserung, die nächste Folge schneller wieder zu machen. Auf jeden Fall. Vielleicht schaffen wir es ja mal vom Sprint zu podcasten. Schauen wir mal. Ja. Der ist ja nicht mal lange hin. Gut, für heute vielen Dank fürs Dabeisein. Schickt uns all eure Kommentare, Wünsche, Anregungen, Grüße per Postkarte oder sonstigen Online-Formaten. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns wieder. Stay safe und bis bald. Ciao. Ciao, ciao.